Hallo zusammen, ich grüße euch ganz herzlich. Ich freue mich, dass ihr wieder da seid auf meinem Kanal und guckt, was ich hier heute so Kreatives fabriziere. Also erstmal, hallo, Handschuhe anziehen. Ich möchte ein Bottom Bottle pur machen heute. Und zwar habe ich hier schon mal das untere Teil von so einer Plastikflasche abgeschnitten, grundiere aber mit Weiß und möchte, ich habe hier, das sind von Arteza Perlfarben. Ich möchte mal ein bisschen, ja, sie sind auch kräftig, aber doch ein bisschen dezenter äh, die Blume gestalten, weil ich das nachher dann auch wieder mit der Serviette, diese Dip-Technik mache. Wenn ich, aber ihr seht das. Manche wissen schon, wovon ich spreche, für andere ist es neu, deswegen am besten einfach mal zuschauen. Ich verlinke unten in der Infobox auch wieder die Materialien, die ich verwende. Da könnt ihr nachschauen. Da ist auch ein Link zu meiner Webseite. Gerne da auch immer mal drauf schauen, weil da gibt es neue Termine für Workshops und auch andere Infos noch, die vielleicht für euch von Interesse sind. Auch mein Blog, den ich jetzt angefangen habe. Also alles in allem neue, tolle Sachen. So, bevor ich mich jetzt hier verquatsche, würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. So. Schön verteilen. Markieren die Ecken, die Ränder, die kann man nachher auch nochmal bearbeiten. Da müssen wir jetzt noch nicht gleich. Ich glaube, da brauchen wir noch ein bisschen wenig. So. Na, kann man es bei? Jawohl. Gehen wir gleich nochmal mit dem Torch drüber, um die Bläschen wegzubekommen. Ich meine, lange Finger, diese Handschuhe, die sind nicht ideal. Aber es ist, man kann froh sein, wenn man überhaupt welche hat. Es ist echt schwierig ranzukommen. Da ist schon wieder ein langer Finger. So, wo ist denn jetzt wieder mein... Ja, das Genie beherrscht sein Chaos, ne? Ist schon doof. Ah, ich sehe wieder vor lauter, oder? Nichts. Einmal die Bläschen raus. So, dann fangen wir mal an. In der Mitte drauf. Warte mal. Ich fange an mit Mauve von Lukas. Oder machen wir schwarz aus? Nein, wir machen das so. Einmal. So. Ein bisschen schwarz. Gold. Toll. Wie gesagt, ich verlinke euch die Farben unten in die Infobox. Das macht nichts.
Das ist auch nochmal Artese. Perlviolett. Perlweiß. So. Also ich habe eigentlich nirgends Silikon drin. Die normal angemischt mit, ne, lila nehmen wir da nicht. Wir nehmen das hier. Vinylkleber, beziehungsweise ich habe das normale Fluorol genommen. Das ist so ein schönes, warmes, weiches Rosa. Na, jetzt habe ich aber stürmisch gekippt. Dieses Aprikot oder Lachs. Perlweiß. So, jetzt warten wir einen Moment. Beziehungsweise ich puste das mal runter. Wenn ich diese langen Finger hätte. Heb das mal an, vorsichtig. Und drehe das mal so. Und jetzt machen wir das nochmal in der Richtung. Gold. Lila. So. Perlweiß. Nochmal von dem Lachs. Und nochmal ein bisschen Kontrast, ne? Jetzt überlege ich gerade. Deckel sollte mal abmachen. Machen wir noch was Kräftiges. Als Abschluss.
lassen wir es erstmal in die Mitte laufen. Ich werde die Serviette ein bisschen anfeuchten. Das macht das Ganze beim Dip nachher besser. Nicht zu nass, sonst, weil das saugt ja auch noch von der Farbe auf. So, gerade am gucken. Hier. Und hier. Einen haben wir noch. Ich meine vergessen. So, und jetzt machen wir den Dip. Und zwar legen wir die erst zur Hälfte drauf, die Serviette, damit das so. Und dann können wir nämlich das besser handeln hier, indem wir das so drauf fallen lassen und vorsichtig andrücken. So. Wenn am Rand nachher Farbe fehlt, das können wir ja noch auffüllen. Okay, jetzt nehmen wir erstmal hier vorsichtig die Ecken. Und ganz langsam anheben. Wow. Super. Die ist nicht symmetrisch, aber das macht überhaupt nichts. Cool. Das sieht so geil aus. Wartet mal, jetzt hier außen bilden sich nämlich noch die Zellen, wie ihr das schon sehen könnt. Ich brauche mal andere Handschuhe. Moment. Ich zeige es euch auch gleich nochmal von der Nähe. Cool. So schön. Da müssen wir erstmal noch ein bisschen Farbe überall drauf machen. Hier am Rand fehlt überall. Das ist von der Serviette jetzt geschluckt worden. So. Genau. Jawohl. Das können wir schön verteilen jetzt, damit das nicht zu dick wird. Super. Wo ist meine Tasche? Schauen wir die Bläschen raus. Super, jetzt bildet sich hier auch noch mal, kommen langsam die Formen.
Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. Ich kann natürlich hergehen und auch hier nochmal kann man noch einen kleinen machen. Theoretisch hier auch. Ja. Probier.